Vor vielen Jahren in einem kleinen Dorf namens Rosenhain lebte ein mutiges Mädchen namens Amelie. Amelie war nicht wie die anderen Kinder, sie hatte eine unstillbare Neugier und eine Vorliebe für Abenteuer. Ihre Eltern, die einfache Handwerker waren, wussten oft nicht, wie sie mit ihrer abenteuerlustigen Tochter umgehen sollten. Eines Tages entdeckte Amelie in einer alten Truhe ihres Großvaters eine verblasste Karte. Der verlorene Schatz der Wüstenstadt stand darauf geschrieben. Sofort packte sie ihre Tasche, schnappte sich einen Kompass und ein Fernglas und machte sich auf den Weg. Die Reise war voller Herausforderungen. Amelie musste einen reißenden Fluss überqueren, einen dichten Wald durchqueren und schließlich die endlose Wüste durchwandern. Nach vielen Tagen erreichte sie schließlich die Ruinen der Wüstenstadt, die von einer gewaltigen Sanddüne überdeckt waren. Während sie durch die Ruinen schlich, bemerkte sie einen alten Brunnen. Ein Sprung in den Brunnen brachte sie zu einer unterirdischen Kammer, wo sie auf eine riesige, schuppige Schlange stieß. »Ich bin die Wächterin dieses Schatzes«, zischte die Schlange. »Warum solltest du würdig sein, ihn zu nehmen?« »Ich suche nicht nach Reichtum für mich, sondern möchte meine Heimat Rosenhain vor einer drohenden Dürre retten«, antwortete Amelie mutig. Die Schlange war beeindruckt und ließ sie passieren. Amelie fand den Schatz, eine Truhe voller magischer Kristalle, die die Macht hatten, Wasser zu erschaffen. Als sie jedoch die Truhe öffnete, löste sie eine Falle aus und die Kammer begann einzustürzen. Mit schnellem Denken und ein wenig Hilfe von ihrer magischen Truhe schaffte es Amelie, aus der Kammer zu entkommen. Sie machte sich auf den Weg zurück nach Rosenhain, die Truhe mit den magischen Kristallen sicher in ihren Händen. Aber der Rückweg war nicht leicht, Banditen hatten von dem Schatz gehört und verfolgten sie. Amelie benutzte ihre List und einige der magischen Kristalle, um sie abzuwehren und sicher nach Hause zu gelangen. Ihre Ankunft wurde gefeiert und die magischen Kristalle retteten das Dorf vor der Dürre. Amelie wurde als Heldin gefeiert, aber sie wusste, dass ihr nächstes Abenteuer gleich um die Ecke war. Die Jahre vergingen, aber die Legende von der tapferen Amelie und dem verlorenen Schatz der Wüstenstadt wurde von Generation zu Generation weitergegeben als Zeugnis für Mut, Intelligenz und den unzerstörbaren Willen, Gutes in der Welt zu tun.